Sodbrennen ist ein brennendes Gefühl hinter dem Brustbein, das vom Oberbauch bis zum Hals aufsteigen kann. Es entsteht dann, wenn saurer Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließt. Viele Menschen haben gelegentlich dieses Sodbrennen. Das ist auch ganz normal. Treten die Beschwerden jedoch regelmäßig auf, das heißt mehr als 2-mal in der Woche, und wenn sie einen belasten, dann spricht man von der Refluxkrankheit. Risikofaktoren für das Sodbrennen sind zum Beispiel Übergewicht, und zwar durch den erhöhten Druck im Bauchraum. Rauchen schwächt den Schließmuskel und hemmt die Säureneutralisierung. Bestimmte Medikamente wie Blutdrucksenker oder Schmerzmittel. Schwangerschaft, weil hier auch ein erhöhter Druck im Bauchraum herrscht. Und ein Zwerchfellbruch, wenn Teile des Magens in den Brustraum gelangen. Bekommen Sie plötzlich Sodbrennen, können folgende Maßnahmen hilfreich sein. Aufrecht hinsetzen oder stehen, aber nicht hinlegen. Ein Glas Wasser trinken, um die Säure zu verdünnen. Kaugummi kauen. Das regt die Speichelproduktion an und kann auch die Säure verdünnen. Tief und ruhig atmen, um sich zu entspannen. Einige Hausmittel können unterstützend wirken, ersetzen aber bei bleibenden Symptomen nicht den Arztbesuch. Kamillentee beruhigt die Schleimhäute. Ingwertee kann die Verdauung fördern. Mandeln kauen bindet überschüssige Säure. Kartoffelsaft hilft zur Säureneutralisierung. Vorsicht ist geboten bei Natron, da es den Säure-Basen-Haushalt durcheinander bringen kann. Milch hilft oft nur kurzfristig und regt danach die Säureproduktion sogar eher an. Die wirksamste Behandlung kombiniert verschiedene Lebensstilveränderungen. Bezüglich der Ernährung ist das zum Beispiel Vermeiden der persönlichen Auslöser. Das kann zum Beispiel sein Kaffee, Rotwein, saure und scharfe Speisen. Essen Sie lieber 4 bis 5 kleine Mahlzeiten am Tag statt 3 große. Die mediterrane Ernährung soll sich positiv auswirken, also viel Gemüse, Fisch, Vollkornprodukte, wenig rotes Fleisch. Versuchen Sie Kaffee, Tee und Limonade durch Wasser zu ersetzen. Bezüglich der Essgewohnheiten sollten Sie nicht zu spät essen. Sie sollten langsam essen und sich nicht unmittelbar nach dem Essen hinlegen. Bei Übergewicht kann bereits eine moderate Gewichtsabnahme die Symptome deutlich verbessern. Knapp die Hälfte der Personen, die es schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören, berichten nach einem Jahr von einer Besserung der Symptome. Bei nächtlichem Sodbrennen kann es gewissen Menschen helfen, das Kopfteil ein bisschen zu erhöhen. Lockere Kleidung senkt den Druck auf den Magen. Entspannungstechniken können helfen. Auch moderate körperliche Aktivität ist förderlich. Wenn diese Lebensstilmaßnahmen nicht ausreichen, dann stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Erstens Anacida und Alginate. Sie wirken sofort, aber nur kurz. Zweitens H2-Blocker. Sie wirken nach etwa 30 Minuten für mehrere Stunden und sind vor allem gut für nächtliches Sodbrennen. Drittens Protonenpumpenhemmer sind die stärksten Säureblocker. Sie sollten morgens vor dem Frühstück eingenommen werden und entfalten ihre volle Wirksamkeit nach 2 bis 3 Tagen. Wichtig bei den Protonenpumpenhämmern ist zu wissen, dass sie nicht länger als 2 Wochen bei unkompliziertem Sodbrennen eingenommen werden sollten. Nach erfolgreicher Behandlung sollte ein Absetzversuch unternommen werden. Es sollte nur die niedrigste wirksame Dosis zur Anwendung kommen und nur bei Bedarf. Eine Langzeittherapie ist nur bei schwersten Entzündungen oder zum Beispiel bei Magengeschwüren indiziert. Suchen Sie unbedingt ärztliche Hilfe auf, wenn Folgendes auf Sie zutrifft. Wenn Sie Sodbrennen mehr als 2-mal in der Woche haben, wenn rezeptfreie Medikamente nicht mehr helfen, wenn Sie Schluckbeschwerden haben, Sie ungewollt an Gewicht verlieren, blutig erbrechen oder schwarzen Stuhlgang haben, die Beschwerden Ihre Lebensqualität sehr stark beeinflussen oder wenn Sie mehr als 2 Wochen regelmäßig Medikamente einnehmen müssen. Wenn Sie interessiert sind an weiteren Videos der Reihe Sanitas Gesundheitswissen, dann klicken Sie auf die eingeblendeten Videos.